Okay, willkommen. Ich bin heute hier mit Matthias, den kennt ihr vielleicht schon von Instagram als Fein heraus. Ich habe schon das eine oder andere Mal mit ihm ein kleines Filmchen gemacht. Ich dachte mir, heute machen wir nochmal was zum Thema Babylon Berlin, weil ja die dritte Staffel jetzt im Free TV in Deutschland läuft, also in den öffentlich-rechtlichen. Genau, aber zuerst kommen wir mal ein bisschen in Stimmung. Kleines Intro für euch. Genau, jetzt habt ihr schon mal ein bisschen gesehen, was Matthias und ich heute anhaben. Also sprich, Matthias hat heute eher so ein Gerion Rath inspiriertes Outfit an. Den Trenchcoat hat er schon abgelegt. Ich identifiziere mich am ehesten mit der einen vollbärtigen Person in der Serie, die ein bisschen mehr Screentime hat. Das ist der Armenier. Genau, meinen Mantel mit dem Fellbesatz habe ich auch schon abgelegt. Vielleicht auch ganz kurz dazu. Wenn ihr Bock habt auf so einen Fellmantel, geht in einen Second-Hand-Laden oder sowas, kauft bloß keine Pelzmäntel neu. Braucht kein Mensch. Pelzfarben und so, pfui. Genau, also kommen wir mal kurz zu dem, was Matthias heute getragen hat oder immer noch trägt. Wie gesagt, den Trenchcoat haben wir schon abgelegt. Habt ihr ja im Intro schon gesehen. Der ist, um ehrlich zu sein, so ein bisschen zu hell, aber hat auf jeden Fall, und das ist viel wichtiger, die richtige Länge. Also wenn ihr heutzutage in so einen Klamottenladen geht, dann bekommt ihr Mäntel, insbesondere auch Trenchcoats, leider in der Regel viel zu kurz. Die bedecken nicht mal das Knie. Das passt natürlich überhaupt nicht in die Zeit. Also falls ihr Bock habt, irgendwie auch so ein Gerion Rath Outfit nachzubauen, achtet darauf, dass der Mantel lang genug ist. Genau, ansonsten dunkelgrauer Flanellanzug. Flanell passt auf jeden Fall auch super in die Zeit. Genau, Dreiteiler selbstverständlich. Weste hat diesmal auch Revers. Die Krawatte ist so eine beige-braune Variante, passt auch super zu, nicht nur zu Gerion, sondern auch zur ganzen Ästhetik der Serie, die ja sehr grau, kontrastarm und mit so einem gewissen Braunstich ist. Genau. Das Hemd, da kommen wir gleich nochmal zu, weil mich das an der dritten Staffel so ein bisschen irritiert hat, um ehrlich zu sein. Aber genau, Matthias hat hier so einen typischen Spearpoint-Collar, also einen Kragen, der sehr spitz ist und wo die Kragenschenkel sehr eng beieinander liegen, angesteckt in dem Fall, über einem dezent gestreiften, schon etwas grau gewaschenen Hemd, aber es ist echt alt. Ja, das ist echt alt. Es ist echt alt, genau. Und an den Füßen schwarze Derby-Stiefel. Ich, wie gesagt, bin so ein bisschen beim Armenier hängen geblieben. Auch ich trage heute Flanell, aber schwarz mit Kreidestreifen. Schwarze Oxfords, wenn wir mal unten anfangen würden. Genau, auch ein dezent gestreiftes Hemd, in dem Fall auch ein Flanellhemd, also relativ warm. Ich bin auch schon, weil wir zuvor hier unterwegs waren, um die Filmaufnahmen zu machen, ein bisschen eingeschwitzt. Genau, mit meinen Umschlagmanschetten. Ich weiß gar nicht, wie sieht das bei dir aus? Ich Du heute Sportmanschette, genau, ja. Aber ist ja... Passt ja auch zum Metier. Ne? Ja, genau. Ist ja auch völlig legitim. Der genau. einfache Kommissar. Bei mir auch angesteckter Spearpoint-Collar und eine dunkelblaue Krawatte. Ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass das so das Armenier-Ding war. Ja, genau. Der Vollbart natürlich. Hüte. Genau, die Hüte. Wir holen mal ganz kurz die Hüte. Du bleibst stehen. Genau, also Matthias hat einen dunkelbraunen Fedora, obwohl Gerion ja eigentlich einen dunkelgrau oder grauen trägt. Passt aber, wie gesagt, immer noch gut ins Farbschema. Auch ganz interessant, weil Fedora ja nicht gleich Fedora ist. Das ist, glaube ich, nennt man, glaube ich, also das ist erstmal der Teich des Huts. Und das ist die Diamantform, also so ein bisschen, also man sieht da so ein leichtes Karo und die Mitte kommt auch wieder so ein bisschen entgegen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, einfach nur so ein Strich. Die Schluchtenform. Schluchtenform wahrscheinlich, ja, Canyon-Form. Passt, obwohl es nicht grau ist, immer noch ganz gut ins Farbschema, auch von Gerion. Und ich habe einen schwarzen Fedora. Genau, und eigentlich hat das Ding ein schwarzes Hutband. Ich war aber so frech und habe aus einem Stoffladen mir einfach dieses Seidenband hier geholt, das zurecht gemacht und drüber gestülpt, weil das, finde ich, so ein bisschen das Markenzeichen ist des Armeniers. Abgesehen natürlich von dem Fellbesatz am Mantel. Genau, beim Mantel auch noch vielleicht dazu gesagt, habe ich auch ein bisschen geschummelt. Vielleicht blende ich nochmal so eine kurze Sequenz ein, weil
Der Armenier trägt einen richtigen, also so einen Chesterfield-Mantel. Bei mir war das ein Raglan-Mantel. Das hat so ein bisschen was mit der Schulterkonstruktion zu tun. Die ist auf jeden Fall nicht authentisch. Auch der Fellbesatz ist halt geschummelt, auch zu kurz eigentlich. Aber genau, für so den richtigen Look reicht es ein bisschen. Wir sollten noch erwähnen, die hohen Kronen. Ja, dass die Kronen eine gewisse Höhe haben, ist auf jeden Fall auch wichtig. Und auch die Krempen eine gewisse Breite, damit es überhaupt als Fedora gilt und nicht als Trilby. Ich glaube, das war's zum Thema Outfits, oder? Achso, vielleicht noch genau dazu gesagt. Hier, Matthias trägt heute so eine schöne Kragenklammer. Die sieht man in der Serie leider gar nicht oder wenn überhaupt dann selten. Obwohl sie eigentlich voll gut passt, gerade zu diesen Spearpoint-Krägen, die vor allen Dingen weich sind. Also man sieht das auch in der Serie, die haben ganz oft gar keine Einlage. Und das sieht so ein bisschen schlapprig, sportlich aus. Und genau dafür sind eigentlich genau diese Kragenklammern da. Aber gut, kann nicht alles haben. Wir haben sowas ja im Schrank, weil wir das gerne auch unabhängig von der Serie tragen. Aber das sei mal dazu gesagt. Und so, wir hätten keine weißen Kragen, sondern eigentlich auch in demselben. Stimmt, ja. Stimmt. Die meisten Krägen, die in der Serie getragen werden, sind zwar wahrscheinlich trotzdem angesteckt, aber in Hemdstoff. Was ja den Vorteil hat, ne? Weiße Krägen sind, also man spricht ja sogar von White-Collar-Jobs, also von Bürojobs, wo man eben keine körperliche Arbeit verrichten muss, denn da werden die natürlich nicht so schnell dreckig und vor allem auch nicht so schlimm dreckig. Und alle Arbeiten, die ein bisschen mehr körperliche Arbeit involvieren, da bieten sich dann nicht weiße Krägen an, weil die nicht so schlimm und schnell verschmutzen. So viel dazu. Wir setzen uns jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz hin und gucken uns den Trailer an. Matthias hat nämlich die 3. Staffel noch nicht gesehen. Ich meine, die ist ja schon seit einem Jahr im Pay-TV zu sehen. Deswegen habe ich sie mir schon angesehen. Aber man sieht im Trailer schon einiges. Und ich hoffe, dass wir rein urheberrechtlich auch den Trailer so einblenden können, damit ihr wisst, worauf wir reagieren. Genau, und dann sprechen wir ein bisschen über die 3. Staffel. Bevor wir anfangen mit dem Trailer, ganz herzlichen Dank an das Hotel Excelsior in Köln am Dom, dessen wunderschöne Räumlichkeiten wir hier fürs Video nutzen dürfen. Auch die Sequenzen unten in der Lobby habt ihr ja gerade gesehen. Wirklich exquisit. Wir dachten vor allen Dingen, es passt ganz gut. Also ich meine, gut, ich komme sowieso aus Köln. Matthias ist jetzt hier kurz zugereist. Aber das Interessante ist ja, dass Gerion Rath sowieso aus Köln kommt und in Berlin tätig ist. Und dann dachten wir, was wäre besser, als das Ganze in Köln zu drehen und dann auch am Dom mit so ein paar kölnischen Wahrzeichen. Und dazu gehört das Excelsior definitiv auch. Also nochmal vielen Dank. Genau, und was ich auch noch kurz zeigen wollte hier, so ein richtiges Hemd aus der Zeit ist in der Regel auch etwas weiter an den Ärmeln und manchmal auch ein bisschen zu lang. Und ich trage hier heute, habe ich mir von Matthias ausgeliehen, weil ich meine vergessen habe mitzunehmen, Ärmelhalter, damit die Manschette nicht so weit runterrutscht. Und das erzeugt irgendwie so ein bisschen diesen typischen Groupier- oder Bankier-Look. Genau. Also falls ihr da Bock drauf habt, gibt es glaube ich auch mittlerweile auf Amazon. Sind für die Hemden halt ganz für ein Apfel und Ei, auf jeden Fall. Ja, das sieht, wie gesagt, das sieht schön aus, es ist praktisch und teuer sind die eigentlich auch nicht. 10. Ja. So, jetzt gucke ich mal kurz nach dem Trailer. Babylon Berlin, Staffel 3. Okay, also die Serie ist sich auf jeden Fall diesem düsteren Thema sehr treu geblieben. Und es wird jetzt noch dunkler. Ja. Also... Der Armenier, wo wir gerade noch drüber gesprochen haben. Auch interessant hier, wo man jetzt diesen Börsenraum sieht mit den ganzen Zetteln, die rumfliegen. Die Serie spielt ja jetzt Ende der 20er. Mhm. Muss man vielleicht auch bei den Klamotten mal im Hinterkopf behalten, weil der Kleidungsstil sich, oder die Mode zumindest, sich so ein bisschen ändert und das jetzt schon sehr in Richtung 30er geht, 30er Mode. Aber da kommen wir jetzt gleich bestimmt noch dazu. Aber da haben wir wahrscheinlich auch gleich schon das Hauptproblem in meinem Outfit gesehen, nämlich der graue Fedora mit der Krempe, die etwas kürzer ist im Gegensatz zu meinem. Also das ist ja schon so das ikonische Teil. Wobei ich schwören könnte, dass das Ding, das ist wahrscheinlich derselbe Hut, aber ich würde schwören, dass das... Er hat zwei verschiedene. Ich glaube, er hat zwei verschiedene. Also da sieht man ihn, glaube ich, dann auch noch gleich mal. Okay. Genau, ja, der Börsensturm. Genau, dieses Düstere fand ich auch sehr interessant. Kannten wir die Frau im Schleier schon? Kamen die vorher schon vor? Ja, das ist die in den ersten beiden Staffeln da für den Anschlag verantwortlich gemacht wird. Ah, stimmt. Ja. Das ist ja so ein Ding, was sich ja auch dann durchzieht. Also kann ich dir jetzt schon ohne zu spoilern sagen, das zieht sich so ein bisschen durch. Achso, genau, was ich super interessant fand, da habe ich mich echt ein bisschen gefreut, als ich gesehen habe,
dass der Kollege hier aus dem Gefängnis kommt. Also nicht, dass ich ihn kenne, aber ich war direkt beeindruckt von diesem Mantel mit diesem majestätischen Revers, was ja auch, wie gesagt, dann schon voll in die 30er geht. Da werden nämlich die Reviere auf jeden Fall deutlich breiter. Das hat schon was. Allerdings ist er auch ein Mann von Format. Also ich glaube, er braucht sowas auch. Ne? Er füllt das ganz gut aus. Genau. Das ist ja auch das Lustige, wenn heutzutage jemand mit dem Körperbau sich so einen ganz modernen Anzug nimmt, mit so einem ganz lächerlich schmalen Revers, das sieht halt einfach nicht gut aus. Also es ist eigentlich ein bisschen schade, dass es so breite Revers kaum noch gibt, also zumindest in dem, was man heutzutage hier und da wird es ja auch schon wieder anders. Ja, es wird schon wieder besser, das stimmt. Also es gibt ja einige Marken, die das auch wieder mit einer gewissen Breite anbieten. Genau, da wieder der Armenier, sehen wir jetzt auch wieder hier den dunklen Fedora mit dem hellen Hutband. Ich weiß gar nicht, es ist nicht schwarz-weiß, wobei mein Hutband ist auch nicht schwarz, ist auch eher so naturweiß. Creme. Aber genau, also das ist, finde ich, auf jeden Fall so ein totales Markenzeichen von ihm, stilistisch gesehen. Da haben wir gerade die Kragen gesehen. Ja, aber auch nur ganz, ganz kurz. Ja, diese ganze, genau die Theatergeschichte, oder beziehungsweise nicht Theater, das sind ja Filmaufnahmen, auch sehr schöne Anlehnung an die tatsächlichen Filmproduktionen, so stilistisch. Auch musikalisch, wie man hört. Sehr schön gemacht. Oh, da geht's los. Genau. Irgendwann machen wir dann mal eine Folge über die Damenmode. Wobei ich ihren grünen Hut nicht mehr. Ah ja. Das wäre schade. Ah, das war's auch schon, ne? 1 Minute 20. Gibt's jetzt nicht so viel zu gucken. Aber genau, was man auf jeden Fall, wenn man sich das jetzt nochmal in groß hätte angeguckt, sehen würde, sind die Hemdkrägen. Da haben wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen, dass wir die Spearpoints hier tragen, die eigentlich für die Zeit auch ein bisschen besser passen. Das fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, bei Gerion, weil der hat, ich meine, in den ersten beiden Staffeln auch eher sowas getragen. Natürlich aus Hemdstoff. Aber jetzt in der 3. Staffel, das sieht eher so nach den moderneren, also mit kleineren Kragenschenkeln aus und so ganz, ganz steif, also feste Schenkel. Bisschen schade, aber gut. Die werden sich da irgendwas bei gedacht haben oder vielleicht auch nicht. Das war in den ersten Staffeln ja ganz gut, weil in den Action-Szenen man natürlich auch gesehen hat, wie sich der Kragen bewegt. Und also weil er halt weich ist, keine Einlage, klar. Genau, und je weiter die Verfolgungsjagd, also ist ja auch irgendwie schön zu sehen, dass dann irgendwie dann so eine Klamotte auch genutzt wird und das stimmt, damit was erzählt werden kann. Ja. Genau. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich mache meine Videos ja normalerweise auf Englisch und versuche aber in den meisten Fällen noch deutsche Untertitel reinzupacken. Manchmal schaffe ich das, manchmal schaffe ich das nicht. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wo wir so unsere Klamotten kaufen, ich habe eine Liste von Online-Shops und Marken und sowas, wo man solche Sachen herbekommt. Den Link packe ich wieder unten in die Videobeschreibung. Genau, ich betreibe auch einen Blog, vintagebursche.de, der ist jetzt für die deutschsprachigen Zuschauer sogar noch etwas besser gefüllt, weil die Artikel erscheinen in der Regel zuerst auf Deutsch und dann übersetzt es sich vielleicht mal auf Englisch. Genau, da schreibt der Matthias mittlerweile auch mit. Ja, ich muss mal wieder was machen. Genau, kommt der Link auch in die Videobeschreibung. Und jetzt noch genau das spannendste Thema eigentlich, wenn ihr euch dafür interessiert, die Mode zu tragen, aber das nicht alles kaufen wollt, weil das zu teuer ist oder weil ihr eher so die Selbermacher seid oder vielleicht auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Sebastian und ich, Sebastian ist Herrenmaßschneider hier in Köln. Sebastian Hofs und ich haben ein Nähbuch geschrieben, ein Schneiderbuch über die Herrenmode der 1920er Jahre. Da ist alles drin, außer Jacketts und Mäntel, weil das eine Wissenschaft für sich ist, aber alles andere, also Knickerbocker, Hemden, die Krägen, Westen, alles drin. Kommt auch ein Link in die Videobeschreibung. Da haben meine deutschsprachigen Zuschauer auch einen leichten Vorteil, leider, weil wir das Buch als tatsächlich gedrucktes Buch auf Deutsch auch veröffentlicht haben. Also das könnt ihr bestellen, da sind dann auch Schnittmusterbögen dabei. Auf Englisch gibt es leider nur ein E-Book. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das Buch ganz cool geworden. Matthias ist übrigens auch drin, mit Fotos vertreten, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ihr abonniert, dann bekommt ihr auch was von meinen nächsten Videos mit. Ich habe übrigens auch so einige Nähvideos schon auf dem Kanal, dann braucht ihr erstmal gar kein Buch zu kaufen. Bis zum nächsten Mal und schaut euch die 3. Staffel an. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.